Ich erzähle euch heute kein Märchen. Heute erkläre ich euch, warum Armeen mit Milliardenbudgets im Falle eines Systemzusammenbruchs auf das zurückgreifen, was ihr als Schrott bezeichnet. Die meisten Leute denken, beim Prepping ginge es um teures Spielzeug. Doch wahres Prepping bedeutet, die physikalischen Eigenschaften der Materialien und die 100-jährige Erfahrung von Armeen zu kennen. Heute haben wir 21 Artikel auf dem Tisch. Die Gesamtkosten entsprechen nicht einmal einem Abendessen, sie liegen unter 30 €. Aber diese Artikel wurden aus dem Schlamm der amerikanischen Marines in Vietnam, der sibirischen Kälte der russischen Spetsnaz und der Disziplin unserer Bundeswehr gewonnen. Wenn ihr morgen früh mit anderen Augen in den Supermarkt gehen wollt, lehnt euch zurück. Wenn ihr euren Kaffee aufgefrischt habt, legen wir los. Denn was Sie heute lernen werden, kann mehr als diese 500-Euro-Messer. Kapitel 1: Die amerikanische Schule. Sie bezeichnen sich selbst als Meister der Hybridlösungen und Logistik. Denken Sie das? Entscheiden Sie sich zu den folgenden Punkten. Erstens: Vaseline Lippenbalsam. Sie haben nur ein Feuerzeug und das Holz ist nass. Wenn Sie kein Feuer machen können, erfrieren Sie. Könnte die Lösung in Ihrer Tasche sein? Amerikanische Soldaten tragen ihn auf Watte auf. Da es sich um ein Erdölderivat handelt, verwandelt es sich in eine kleine Taschenlampe. Sie tragen ihn auch auf Messerklingen auf, um Korrosion, Rost durch Salzwasser zu verhindern. Zweitens: ungeschmiertes Kondom. Sie tragen einen 1-Liter-Wassertank, flexibel und auslaufsicher, in ihrer Tasche. Er wird am Ende eines Gewehrlaufs befestigt. Es beeinträchtigt die Treffgenauigkeit nicht, verhindert aber vollständig, dass Sand in den Lauf gelangt. Drittens: Babypuder. Absorbiert Feuchtigkeit aus nassen Stiefeln. Die größte Sorge des US-Militärs ist der sogenannte Schützengrabenfuß, eine Pilzinfektion. Puder schützt nicht nur ihr Baby, sondern auch ihre Beweglichkeit. Er wird außerdem auf Metalloberflächen gestreut, um die Blendung durch die Sonne zu reduzieren. Viertens: Sekundenkleber, japanischer Kleber, wurde von Chirurgen im Vietnamkrieg verwendet, um offene Wunden zu verschließen. Er stoppt Blutungen innerhalb von Sekunden und isoliert die Wunde vollständig von der Außenwelt. Das ist kein Klebstoff, sondern ein Notfalldichtmittel. Fünfte: gewachste Zahnseide. Neugierde. Gibt es das leichteste und stärkste Seil der Welt für einen €? Nicht nur zum Stiefelnähen. Es dient als Stolperdraht, der im Nachtsichtgerät nicht leuchtet. Seine Zugfestigkeit beträgt 5 Kilogramm. Sechster: gelber Spülschwamm. Die grüne Seite entfernt Rost von der Waffe, während die gelbe Seite als Vorfilter für Schmutzwasser dient. Siebte: Klammerdraht. Im Notfall wird er als Klammerspitze verwendet, um die Wunde anstelle von chirurgischen Nähten zu verschließen. Kapitel 2: Die russische Denkstude. Jagdszenario und sie behaupten, in puncto Hartnäckigkeit unbesiegbar zu sein. Was haltet ihr davon? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, nachdem ich die Punkte aufgelistet habe. Achte: Kaliumpermanganat. Kann ein Gramm Pulver Wasser reinigen und gleichzeitig ein Feuer entzünden. Es ist das Herzstück der russischen Militärausrüstung. Vermischt man es mit Zucker und verreibt es, entzündet es sich innerhalb von Sekunden. Ein einziges Kristallkorn färbt Wasser rosa und macht es trinkbar. 9. Jod. Die Russen verwenden es nicht nur zur Wundversorgung, sondern auch zum Schutz der Schilddrüse im Falle eines Atomunfalls und zur Desinfektion von Wasser. 10. Alufolie. Kann man seine Körperwärme vor Wärmebildkameras verbergen. Russische Scharfschützen wickeln undurchsichtige Alufolie um ihren Körper. Sie hält die Wärme im Inneren und verzerrt gleichzeitig die austretende Wärmesignatur. 11. Salz. In der russischen Doktrin wird Salz in: Der Stiefel saugt Feuchtigkeit auf. Ohne Feuchtigkeit besteht keine Erfrierungsgefahr. 12. Aktivkohletablette. Spült den Magen bei Vergiftung. Zerdrückt und zwischen ein Tuch gelegt, neutralisiert sie den starken chemischen Geruch in schmutzigem Wasser. 13. Zeitungspapier. Im Winter 1945 gab es keine taktische Kleidung. Zeitungspapier ist ein hervorragender Isolator. Um die Brust gewickelt, hält es die Körperwärme. 14. Sicherheitsnadel. Reibt man sie mit einem Stück Wolle, lädt sie statisch auf und wirft sie ins Wasser, zeigt die Spitze nach Norden. Ein Kompass für 2 Cent. Ist das nicht ein altmodisches Navigationsgerät? Kapitel 3: Die deutsche Schule. Sie sind führend unter den Nationen in Ingenieurwesen und Disziplin. 15. Melkfett, Vaseline. Nassfüße sind der Moment, in dem der Krieg vorbei ist. Bundeswehrsoldaten tragen es auf die Nähte ihrer Stiefel auf.
Es versiegelt das Leder vollständig gegen Wasser. 16. Pferd Balsam. Nach einem 20 Kilometer Marsch machen die Muskeln schlapp. Diese günstige Creme aus dem Supermarkt lindert sofort Prellungen und Schmerzen. 17. Zimmermanns Bleistift. Schreibt auf nassem Papier, rollt sich nicht ein. Sägespäne eignen sich hervorragend als Anzündmaterial. 18. Isolierband. Packband ist robust und löst sich beim Bewegen ab. Isolierband ist flexibel und somit der ideale taktische Verband für Gelenkwunden. 19. Backpulver. Unter einem Euro. Für die Bundeswehr ist es jedoch ein Alleskönner. Zahnpasta, Antazidum, Schuhgeruchsentferner. 20. Bleichmittel. In der deutschen Felddoktrin gilt es als das Mittel, das Cholera ausrottet. 2 Tropfen auf 1 Liter Wasser. Es ist eine chemische Waffe, aber bei korrekter Anwendung rettet es Leben. 21. Radiergummi. Entfernt die unsichtbare Oxidation von den Kontaktstellen von Funkgeräten und Batterien. Das Gerät ist nicht kaputt, es ist nur verschmutzt. Du dachtest, das Video wäre zu Ende. Hier, nicht wahr? Niemals. Das wahre Geheimnis ist, dass wir über amerikanische Logistik, russische Coolness und deutsche Disziplin gesprochen haben, über die heute niemand mehr redet. Aber jetzt reisen wir zurück in jene finsteren Zeiten, als es weder moderne Technologie noch Strom oder GPS gab, wo nur Blut, Erde und pure Intelligenz herrschten. In den Paketen, die Sie heute für 2 Euro im Supermarkt kaufen, stecken die 1000 Jahre alten Überlebensgene der mongolischen Kavallerie, römischen Legionäre und türkischen Plünderer, die die Welt eroberten. Mit diesen Strategien errichteten sie Imperien. Mit diesem Wissen werden sie die schwierigste Krise überstehen. Wenn Sie bereit sind, öffne ich diesen verbotenen Schatz aus den verstaubten Regalen der Geschichte. Sind Sie bereit? Heutzutage wird die mongolische Kavallerie in Büchern als unaufhaltsam mobil bezeichnet. Wie konnten Dschingis Khans Armeen 100 Kilometer ohne Halt zurücklegen? Wo befanden sich ihre Feldküchen? Die Mongolen trockneten Fleisch und Milch in der Sonne, zermahlten sie zu Pulver und bewahrten sie in Lederbeuteln unter ihren Sätteln auf. Das Trockenfleisch, Beef Jerky, das man heute im Handel findet, ist nicht nur ein Snack. Es ist die älteste Methode, den Körper unterwegs mit Energie zu versorgen, ohne ein Feuer zu entzünden und den eigenen Standort durch Rauch zu verraten. Stille und Schnelligkeit waren die größten Waffen der Mongolen und sie sollten auch deine sein. Und glaubst du, mongolische Krieger trugen Seide, weil sie Luxus liebten? Nein. Die Seidenfaser drang zwar mit der Pfeilspitze in den Körper ein, riss aber nicht. Beim Zurückziehen des Pfeils sorgte die Seide dafür, dass die Pfeilspitze austrat, ohne die Wunde zu verletzen. Die dünne Unterwäsche, die man im Handel kauft, aus 100% Kunstfaser oder Seidenmischungen, hält nicht nur warm. Sie halten außerdem Wunden im Falle eines Unfalls sauber und erleichtern die Versorgung. Ein 1000 Jahre alter ballistischer Schutz ist heute im Handel erhältlich. Römische Legionäre. Sie waren berühmt für ihre Befestigungsanlagen und ihre chemische Überlegenheit. Warum trug ein römischer Soldat eine Feldflasche voller saurem Wein bei sich? Diese Mischung, Posca genannt, desinfizierte das Wasser und versorgte den Soldaten mit Vitamin C. Meine Freunde, der Essig, den ihr für 1 Euro im Supermarkt kauft, ist das erste Energiegetränk der Geschichte. Er war die einzige biochemische Waffe in den Händen des römischen Legionärs, um verschmutztes Wasser trinkbar zu machen, die Magensäure zu neutralisieren und Muskelkrämpfe sofort zu lindern. 2 Tropfen Essig in eurer Feldflasche bringen euch schneller wieder auf die Beine als zuckerhaltige Getränke der modernen Welt. Japanische Samurai. Sie hatten einen legendären Ruf für ihren zellulären Fokus. Warum zitterte das Schwert eines Samurai niemals? Samurai mischten gesalzene Pflaumen in ihren Reis. Das hielt den Natriumhaushalt im Gleichgewicht und beugte geistiger Verwirrung vor. Wird der Elektrolythaushalt gestört, verlangsamen sich die Hirnsignale. Die Samurai hielten das für spirituelle Stärke, doch es war reine Biochemie. Die einfachen Salzpäckchen aus dem Supermarkt sind ihr bester Verbündeter, um ihre kognitiven Fähigkeiten in Krisenzeiten zu schützen. Wikinger. Sie sind die Ersten, die einem in den Sinn kommen, wenn es um Meer- und Feuchtigkeitsmanagement geht. Die Wikinger strichen ihre Schiffe und Boote mit Kiefernharz und Öl ein. Meine Freunde, die Vaseline-Cremes, Melkfett, die Sie im Supermarkt kaufen, sind tatsächlich die wasserdichte Technologie der Wikingerschiffe. Sie überquerten damit den Ozean und sie werden überleben, indem sie ihre Füße trocken halten. Eine 1000 Jahre alte Technologie wartet noch immer in den Regalen. Antike türkische Plünderer. Sie waren unübertroffen in Geschwindigkeit und Eingreifen. Die Plünderer wickelten die Hufe ihrer Pferde in Filz ein. Sie haben bei ihren nächtlichen Überfällen das Geräusch der Pferde komplett eliminiert.
Meine Freunde, ein grauer Mann zu sein bedeutet nicht nur unsichtbar zu sein, sondern auch unhörbar zu sein. Wenn ihr die dicken Wollsocken vom Markt über eure Stiefel zieht, bewegt ihr euch wie ein Geist im Wald oder auf einer ruhigen Straße. Das Geheimnis der berühmten, lautlosen Überfälle der türkischen Angreifer liegt in einer einfachen Wollfaser. Und nun die wichtigste Maßnahme: Es ist Zeit zu handeln. Ich habe mir all diese Videos angesehen, die Kommentare gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass völliges Chaos herrscht. Als Kommissar übernehme ich die Kontrolle über diese Situation. Das meistdiskutierte Thema ist: Sind Tampons Mythos oder Realität? Dies ist das am häufigsten diskutierte Thema in den Kommentaren. Aus medizinischer Sicht stoppen Tampons keine Schusswunden, arterielle Blutungen. Sie absorbieren lediglich das Blut. Meine Freunde, in den Kommentaren herrscht ein regelrechter Krieg. Wer behauptet, Tampons würden Schusswunden verschließen, liegt falsch. Eine Schusswunde erfordert Druck, Tamponade. Solange man die komprimierte Watte im Tampon nicht entfernt und die Wunde nicht mit Druck füllt, saugt er das Blut nur wie ein Schwamm auf und führt zu noch schnellerem Blutverlust. Ich erkläre hier die Verwendung als Druckmittel, nicht als saugfähiges. Lass dich nicht von einem Mythos täuschen, lerne die richtige Technik. Dann erwähnte nur eine Person die versteckte Feuerfunktion des Anspitzers. Der Vorschlag eines Followers, Stefan Kracker 147, ist wirklich clever, den muss ich hier unbedingt erklären. Ein einfacher Anspitzer neben dem Bleistift. Warum ein Anspitzer? Weil man mit nassem Holz kein Feuer entzünden kann. Aber wenn man einen trockenen Zweig anspitzt, erhält man in Sekundenschnelle das beste Zunder der Welt. Riskiere nicht, dich mit einem Messer zu schneiden. Ein 50-Cent-Anspitzer ist deine beste Wärmequelle bei Regen. Was das Schreiben angeht, müssen wir unbedingt den 6B-Bleistift-Geheimnis erwähnen. In den Kommentaren kam die Frage auf, wie man auf nassem Papier schreibt. Kugelschreiber schreiben nicht auf nassem Papier. Weiche Bleistifte wie der 6B hinterlassen jedoch selbst auf nassem Papier Spuren. Ein Prepper trägt nicht nur Ausrüstung bei sich, sondern hinterlässt auch Spuren. Wenn man im Regen Koordinaten notieren muss, sind teure taktische Bleistifte nutzlos. Mit einem 6B Graphitbleistift hingegen kann man sein Testament selbst im Sturm verfassen. Wie können wir die Reptilien- und Insektenbarrikade Alufolie überwinden? Der Vorschlag eines Anhängers liefert eine originelle Verteidigungstaktik. Meine Freunde, wenn ihr am Boden seid, sind nicht nur die Kälte, sondern auch Schlangen und Skorpione eure Feinde. Wenn ihr einen Streifen Alufolie um euer Lager ausbreitet, gleiten die Schuppen der Reptilienbäuche an der scharfen, glatten Oberfläche des Metalls entlang und hindern sie so an der Bewegung. Außerdem dient das Rascheln als eine Art biologischer Alarm. Es gibt da etwas namens die Wahrheit des Volkes und der Luxus der Armee. Ein Anhänger sagte: Es gibt Aldi an jeder Ecke, warum sollten wir das mitschleppen? Ein anderer Anhänger sagte: Es gibt Aldi, warum sollten wir das mitschleppen? Mein Freund, wenn das System zusammenbricht, verwandeln sich diese Supermärkte innerhalb von 4 Stunden in geplünderte Friedhöfe. Ihr werdet auf eure eigene Tasche und euren Verstand angewiesen sein, nicht auf die Regale. Wenn die Russen kommen, wäre eine Drohne zwar gut, aber wenn der Akku leer ist, bleibt dir nur noch die Sicherheitsnadel in der Tasche. Holger, bist du da? Holger wusste doch, dass es im Winter 45 noch keinen Aldi gab. Jetzt seid ihr beim Ratgeber und Gesprächsteil angelangt, also hört gut zu. Viele Feuchttücher, besonders die spülbaren, sind nicht haltbar und reißen leicht. Freunde, warum haben Soldaten Feuchttücher dabei? Nicht nur zum Reinigen, sondern um die Körpertemperatur zu regulieren und Infektionen vorzubeugen, wenn Wasser knapp ist. Aber Vorsicht! Finger weg von den spülbaren. Die halten nicht. Wenn ihr welche kaufen wollt, nehmt die alkoholfreien mit dicker Textur. Denkt daran, eure Haut ist eure größte Festung im Feld. Jetzt erzähle ich euch, was frühere Soldaten und Fahrer benutzt haben und wie. Sie haben Lippenbalsam für Reißverschlüsse und gegen Rost verwendet. Freunde, Lippenbalsam ist das kleinste Industrieschmiermittel in eurer Tasche. Trage es im Winter auf den Reißverschluss deiner eiskalten Carhartt-Jacke oder auf dein rostanfälliges Kohlenstoffstahlmesser auf. Es schützt 6 Monate lang vor Feuchtigkeit. Meine Konkurrenten sagen, trage es auf deine Lippen auf. Ich sage, halte deine Ausrüstung am Leben. Einige von uns haben vor Bleichmittel gewarnt. Chemische Haltbarkeit. Hier ist eine kleine technische Korrektur. Jamie Yakin 1383 und Anthony Shan 7154 haben recht. Bleichmittel verlieren mit der Zeit ihre Wirksamkeit. Nach einem Jahr verwandelt es sich in Salzwasser. Als praktische Lösung, meine Freunde, verlasst euch bei der Planung nicht auf flüssiges Bleichmittel.
Es verliert innerhalb von 6 Monaten die Hälfte seiner Wirkung. Der Prepper hat Calciumhypochlorit, granuliertes Chlor dabei. Wenn man es trocken lagert, ist es ein Leben lang haltbar. Mit einem Teelöffel kann man Unmengen an Wasser desinfizieren. Vertraue auf stabile Chemie, nicht auf Flüssigkeiten und schließlich noch Isolierband. Ein Experte, Cevans 9165, gab ein tolles Beispiel für Feldmedizin anhand taktischer Verbände. Isolierband auf Papiertüchern, wasserfest, schweißresistent, hält dich einsatzfähig, bis du tiefe Schnitte genäht hast. Er erinnerte uns daran, dass Verbände für Weicheier sind, Isolierband für Einsatzkräfte. Jetzt wisst ihr Bescheid. Was werdet ihr tun? Schreibt es in die Kommentare. Meine Freunde, heute ging es nicht nur um einen 30-Euro-Einkauf. Heute haben wir die Konsumentenidentität, die ihnen das System aufzwingt, zerrissen und durch eine Operator-Mentalität ersetzt. Während alle versuchten, ihnen 500-Euro-Taschen anzudrehen, erklärte ich ihnen, wie die 2-Cent-Sicherheitsnadel in ihrer Tasche zu einem Kompass werden kann, der nach Norden zeigt. Denn in einer echten Krise verschwinden Marken und Logos. Alles, was bleibt, sind die Gesetze der Physik und wie man sie biegt. Sehen Sie, Holger ist immer noch da und nickt. Denn er weiß, dass diejenigen, die die Ruinen Berlins, die Sümpfe Vietnams oder den sibirischen Frost überlebt haben, nicht diejenigen mit den teuersten Messern waren, sondern diejenigen, die den Rost von ihren Gewehren mit einem Spülschwamm wischten und ihre Funkgeräte mit einem Kondom vor Wasser schützten. Nun gebe ich Ihnen eine letzte Aufgabe. Wenn Sie dieses Video gesehen haben, schauen Sie sich diese berühmten Supermarktregale noch einmal an. Aber dieses Mal schauen Sie nicht wie ein Kunde, sondern wie ein Kommissar. Sehen Sie auf der Essigflasche in diesen Regalen einen römischen Legionär, auf den Wollsocken einen Türken, Raider und auf einer Packung Backpulver die Disziplin der Bundeswehr. Denn Vorbereitung bedeutet nicht nur Dinge anzuhäufen, Vorbereitung ist die Fähigkeit, jeden Kram um sich herum in etwas Nützliches zu verwandeln, in Medizin oder Schutzschild. Denkt daran. Das System wird eines Tages verstummen, aber diese Informationen werden niemals verstummen. Wenn dein Kaffee ausgetrunken ist, ist es Zeit, sich vorzubereiten. Wenn dir meine Mühe und Arbeit gefallen, abonniere meinen Kanal, teile das Video und gib ihm ein Like. Der Kommissar hat diese Aufgabe ebenfalls erledigt. Pass auf dich auf.